Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Klassische Tomatensuppe kennt ihr ja, aber heute zeigen wir euch, warum ihr auf jeden Fall mal die indische Variante ausprobieren solltet mit unserem Rezept für Tomatenschorba. Tomatenschorba kombiniert wärmende Gewürze mit fruchtigen Tomaten zu einem Rezept gegen graue Tage. Und mit einem einfachen Trick lässt sich aus der Schorba noch eine weitere pikante Suppe zaubern. Ihr seht ja schon an den Zutaten, dass die Schorba eine sehr wärmende und aromatische Suppe ist. Gerade die Kombi hier aus Chili, Zwiebeln, das ist kein Zwiebel, das ist ein Ingwer, Zwiebeln, Knoblauch mit diesen Gewürzen ist auch sehr wohltuend, wenn sich bei euch zum Beispiel eine Erkältung anbahnt. Zitronengras kommt zwar nicht in der klassischen Schorba vor, gibt ihm aber eine dezente Zitrusnote, die wir sehr mögen. Klopft euer Zitronengras ein wenig, damit es später beim Kochen mehr Geschmack abgibt. Chili, Knobi, Ingwer und Zwiebel müsst ihr nur grob hacken, später wird sowieso alles zusammen püriert. Beim Koriander zupfen wir erst die Blätter ab und legen sie für später zur Seite. Die Stiele hacken wir klein, denn die werden später zusammen mit der Suppe püriert. Sie haben einen noch intensiveren Geschmack als die Blätter. Achtet bei den Tomaten auf Bioware, denn wir werden sie heute nicht häuten. Ihr wisst ja, in der Schale stecken viele Nährstoffe, außerdem können wir uns so einen Zubereitungsschritt sparen und wir wollen ja ein schnelles Essen für den Feierabend. Wir kochen unsere Schorba im Instant Pot, weil es damit, wie der Name naheliegt, ruckzuck geht. Super für den Feierabend. Aber ihr könnt sie natürlich auch in Topf kochen, die Schritte sind die gleichen, es dauert aber etwa 20 Minuten länger. Als erstes sautieren wir unsere Gewürze, damit sie ihr volles Aroma entfalten können. Sternanis gibt der Suppe einen leicht süßlichen Touch mit einem Hauch an Eukalyptus. Zitronengras kommt wie gesagt in der klassischen Schorba nicht vor, aber die sanfte Zitrusnote harmoniert hervorragend mit dem Sternanis. Gebt die restlichen gehackten Zutaten außer den Tomaten hinzu und bratet sie, bis die Zwiebeln leicht glasig sind. Jetzt folgen die Pulvergewürze. Hier ist vor allem das Fenchelpulver wichtig, weil es den Geschmack des Sternanis verstärkt und ergänzt. Wo Sternanis floral schmeckt, hat Fenchel einen subtilen Piniencharakter. Außerdem balanciert Fenchel die Säure der Tomaten aus. Bratet eure Tomaten nur kurz scharf von allen Seiten an. Löscht sie dann mit Wasser ab. Wir nehmen nur so viel Wasser, dass die Tomaten gerade eben bedeckt werden. Wenn wir jetzt schon das ganze Wasser nehmen würden, würde sich die Kochzeit im Instant Pot verlängern. Im Topf müsst ihr die Tomaten 40 Minuten köcheln lassen, im Instant Pot geht es natürlich schneller, wir müssen sie nur 5 Minuten auf Low Pressure kochen. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr denkt, hey, Lucky Recipes sollte doch eigentlich viel größer sein, dann könnt ihr uns in 3 ganz einfachen Schritten beim Wachsen unterstützen. Als erstes, schaut euch unsere Videos immer von Anfang bis zum Ende an, das belohnt YouTube und spielt das noch anderen Leuten aus. Dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Und zu guter Letzt empfehlt unseren Kanal Lucky Recipes euren Freunden und Familien, die genau solche Foodies sind wie ihr. Wir lassen den Dampf etwa 15 Minuten natürlich entweichen, ähnlich wie bei einem Schnellgärer. Dann haben sich die Aromen voll entfaltet und ihr könnt euren Instant Pot öffnen. Fischt euer Zitronengras und Sternanis aus der Suppe. Jetzt geben wir das restliche Wasser hinzu. Dadurch bekommt die Schorba genau die richtige Temperatur zum Pürieren und zum Essen. Fügt die Korianderstängel hinzu und püriert die Suppe. Schmeckt sie mit Salz und Jaggery ab. Damit hebt ihr den Geschmack der Suppe hervor. Solltet ihr keinen Jaggery bekommen, nehmt Vollrohrzucker. Jetzt ist die klassische Tomatenschorba schon fertig, aber halt, wir haben noch einen Trick für euch, wenn ihr die Suppe ein wenig strecken wollt. Als Indani und ich die Schorba zum ersten Mal gekocht haben, ist noch ein bisschen übrig geblieben und wir wollten sie unbedingt noch mal essen. Also ist Indani auf eine super Idee gekommen und wir zeigen euch jetzt, wie ihr sie gleichzeitig strecken und noch nahrhafter machen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, sind gelbe oder rote Linsen. Die sind nämlich am schnellsten gar. So macht ihr aus eurer Tomatenschorba eine Dal Schorba. Erhitzt als erstes eure Suppe und gebt nochmal die Hälfte an Wasser hinzu. In unserem Fall haben wir 200 ml Wasser zu 400 ml Suppe gegeben. Jetzt gebt eure gewaschenen Linsen hinzu. Bei unserer Menge an Suppe nehmen wir 100 Gramm Linsen. In der leicht säuerlichen Suppe sind sie nach etwa 20 Minuten gar. Gießt bei Bedarf noch Wasser nach und schmeckt die Suppe mit Salz ab. Schlagt sie mit dem Schneebesen kurz auf, dadurch bekommt sie eine cremigere Konsistenz. Das Ergebnis ist eine herzhafte Suppe, die dank der Linsen auch schön satt macht.
Ähnlich wie die türkische Linsensuppe Mercimek Çorbası, ich hoffe, ich habe das richtig betont, wie man am Namen hört, eine enge Verwandte der Çorba. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr solche Alltagsrezepte findet. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss!